Aloha, schöne Seele. Es folgt nun ein Einblick in die Channel News Nummer 51. Ein für mich persönlich sehr spezieller und wunderschöner Abend. Herzlichen Dank an alle, die live mit dabei gewesen sind, und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie schön jetzt mit euch verbunden zu sein. Herzlich willkommen zu diesem sehr speziellen Augenblick für mich. Wieder einmal mehr im Monat sind wir so einen Monat, feiern wir unser Sein. Und gerade jetzt ist ein ziemlich interessanter Augenblick, um das Sein zu erleben auf unserer Erde. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, mit mir, Adriana Meisser und Saint-Germain, einen Augenblick zu sein. Also fühl dich ganz, ganz herzlich eingeladen, diesen Augenblick jetzt zu genießen und dich ganz auf dich, auf dein Herz, auf dein Sein, auf deinen Körper einzulassen. Und ich bin sehr gespannt, was uns heute die geistige Welt alles mitbringt. Ich bin sehr gespannt, was wir heute in dieser großen Gruppe, die wir sind, gemeinsam schöpfen oder kreieren können für uns selbst, für diese Welt, für unsere Mitmenschen, die einige von ihnen echt wirklich in Schwierigkeiten stecken. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du dir jetzt einen Augenblick Zeit nimmst, mit mir da einzutauchen. Schön bist du da. Ja, atme doch mit mir ein paar Mal tief ein und aus. Wenn du magst, schließe doch deine Augen und komm ganz bei dir an. Und wenn du magst, schreib mir doch kurz im Chat, ob du mich hören kannst und sehen kannst. So wie ich da sehen kannst, sollte, glaube ich, gerade alles jetzt in diesem Augenblick angekommen sein, auch bei mir, dass es gut funktioniert. Super. Ja, atmen, es sich bequem machen, ankommen. Gut Kontakt aufnehmen mit dem eigenen Körper, damit du deine Präsenz, die du bist, so richtig in diese Materie hineinfließen lassen kannst. Und dir erlauben, einfach alles zu fühlen, was es zu deiner ganz persönlichen Situation jetzt zu fühlen gibt. Und natürlich auch die Emotionen, Gefühle, Schwingungen, die in unserer Umgebung, in unserer Menschheit, Energie halt im Kollektiv sind. Einfach zulassen, fühlen und atmen. Und dann will ich mich doch einstimmen. Denn ich weiß persönlich nicht, was ich zu dieser Situation sagen soll, sagen müsste. Das überlasse ich jetzt sehr gerne unserem lieben Saint-Germain. Also atme doch tief und bewusst ein. Und halte mit mir gemeinsam die Energie, damit wir jetzt eintauchen können in ein, ich hoffe, sehr spannendes Channel. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Schön bist du da. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wundervolle Seele. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir eine wirklich besondere Freude, diesen toröffnenden Augenblick deiner Gegenwart zu genießen und einzutauchen mit dir in eine durchaus spektakuläre Zeitgeschichte, die sowohl im Außen als auch im Innen wirklich viel bewegt.
Doch bevor wir uns um die äußeren Thematiken im Sinne von was können wir tun bemühen wollen, möchte ich dich gerne noch einmal darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist, gut und bewusst zu atmen. Immer dann, wenn es im Außen hektische, unangenehme, bedrohende Situationen gibt, erst einmal atmen. Das ist etwas, was du konkret im Augenblick tun kannst. Und dann bist du nämlich auch offen und bereit zu prüfen, mit welchen Anteilen von dir du auf die jeweils gegebene Situation reagierst. Was springt da an in dir? Denn ein Teil ist im Augenblick ganz besonders zu beachten und das ist der sensationslüsternde Teil in dir, in euch. Er liebt schlechte Nachrichten und er liebt es, über sie zu quatschen, zu tratschen, wenn nicht über den Mund nach außen, dann zumindest in deinem Kopf und verschmutzt dein ganzes Energiefeld und zieht das Erdenergiefeld mächtig in den Schlamm. Du bist aber nicht dieser Anteil. Er ist Teil von diesem ganzen Element, das du bist. Mach dir das bewusst, aber sei sehr achtsam und bewusst um diesen Anteil und führe ihn. Spring also nicht auf alles auf, was da im Außen kommuniziert wird, denn es wird jetzt in dieser Zeit viel und noch viel mehr kommuniziert. Und nicht alles entspricht der Wahrheit, aber vieles. Und in allem hat es Wahrheit drin. Und das, was du ganz konkret tun kannst, ist, die Energie von diesem ständig immer neu schöpfenden, sensationserhaschenden Augenblick Energie kannst du rausnehmen, indem du dich auf dich besinnst. Spür gut hinein in diese Zeit, in dich, in das, was sich da bewegt, denn es ist jetzt an dir, wirklich an dir, diesen Augenblick friedvoll zu gestalten, damit Frieden in den Äther gespiesen wird und eben nicht Sensationslust, Stress, Angst, Panik, Leid und Schmerz. Das ist denen vorbehalten, die wirklich physischen Schwierigkeiten stecken. Und davon gibt's immer genug auf dieser Erde. Und selten steht es in den Medien geschrieben. Es geschieht also weit mehr ganz Furchtbares auf dieser Welt, als du wahrnehmen kannst. Und das ist in Ordnung so. Denn es ist so wichtig, dass es Quellen des Lichts, Quellen der Freude, Quellen der Kraft gibt. Wenn, und ganz besonders, wenn es im Außen eben brodelt und stürmt. Deswegen bist du aufgerufen, ganz aktiv für Frieden zu stehen, Frieden zu sein, und das bedeutet, deine Gedanken zu führen, achtsam zu sein, was in dir vorgeht, und aus diesem Bewusstsein heraus anschließend zu handeln. Und da sind wir bei diesem Teil. Was können wir tun? Etwas tust du gerade, nämlich etwas ganz Wesentliches. Du lässt dich auf andere Energiefelder, die in diesem virtuellen Raum zusammengekommen sind, also auf diese Gruppe, ein. Ob dir das bewusst ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ihr konzentriert euch auf eine gemeinschaftliche Qualität und auf dieses Channeling. Und somit also deinen Fokus darauf zu richten, bedeutet Energie zu geben, Lebenszeit zu geben. Und ich danke dir. Aufrichtig. Denn ich sehe dich. Ich weiß um dich. Und ich wertschätze deine Aufmerksamkeit und deine Gegenwart im höchsten Maße. Wäre mir wirklich eine große Freude, würdest du in mir in dem noch ein bisschen nachrücken und lernen, dich selbst noch mehr zu wertschätzen.
Ich danke. Nun, wie gesagt, der wichtigste und erste Schritt ist immer ein bewusster Atemzug, um zu prüfen, was für Anteile, Gedanken, Emotionen als erstes in dir hochkochen und dann zu entscheiden, bitte, und dann zu entscheiden, wie will ich damit umgehen? Was möchte ich nähren? Also, wenn du morgens aufstehst und mal noch so halb verschlafen schon bei Facebook bist und Ähnlichem und da Horrornachrichten liest, es gibt einen Knopf auf euren physischen Geräten, der sorgt für Wunder. Und es ist der Ausschaltknopf. Man könnte es auch einfach weglegen zum Beispiel. Sobald du also spürst, da kommt was auf mich zu, das berührt mich jetzt, das interessiert mich natürlich auch. Es ist auch in Ordnung. Denn weißt du, dieser Anteil, der schlechte Nachrichten liebt, der hatte einst einen ganz wichtigen Grund. In eurer Gesellschaft war es wichtig, über die Dinge Bescheid zu wissen. Sehr wichtig sogar. Aber heute ist der nächste Schritt angesagt, zu lernen, mit diesem Wissen wirklich einen lichtvollen Umgang zu pflegen. Und das bedeutet, das Gerät vielleicht mal kurz wegzulegen, zu atmen, zu fühlen und dich zu besinnen, diese 3 Schritte wirklich bewusst anzugehen. Und wenn es dich aber vielleicht an der Arbeitsstelle erst erreicht, weil jemand darüber spricht, dann darfst du auch in diesem Augenblick tief und bewusst atmen und vielleicht ganz ehrlich sagen, das ist mir noch nicht begegnet. Ich konnte mir noch kein Bild dazu machen. Oder Ähnliches. Einfach dir auch einen Raum, einen Zwischenraum, einen Augenblick Freiheit schöpfen, darüber nachzufühlen. Egal was es ist. Die tödliche Krankheit der Freundin ihrer Mutter, die gesellschaftliche Situation vom Norden bis in den Süden, den Westen und den Osten, einfach alles, was geschieht auf dieser Welt, fühle und prüfe. Prüfen heißt sowohl deine innere Reaktion und dein Gedankenfeld prüfen, als auch die Informationen, die im Außen an dich herankommen. Einfach mal nachfragen. Wo hast du das gelesen? Wo hast du das her?